Naja, gut. Hoffen wir mal weiter. Wir haben ja jetzt ja angeblich die Leiche runtergeholt. Dann müssen wir uns die ja nicht mal angucken. Ob er jetzt den kompletten Baum oder ob er wirklich den Kopf abgerissen hat. Na, wir haben ja noch den Kackkompressor, nicht wahr? Oh. Er hat wirklich den kompletten Baum abgerissen. Hat Kuhn noch was dazu zu sagen? Das hast du verstanden. Der Stau ist sich nicht morgen auf, weil die Brücke unten ist. Aber morgen ist der Weg zum Zeit Met frei. Das hat nichts mit dem Stau zu tun. Das ist ein ganz anderes Gebiet. Ach so! Oh, das habe ich tatsächlich falsch verstanden. Das war eine gute Schubbe. Da war so ein Kippte, der den Baum übelst hart rangenommen hat. Der hat den Baum hart rangenommen. Die Kippten sind... Das steht hier auf meinem Zettel nicht. Naja, gut, den gibt's hier halt nicht. He fucked the tree up! Fucked it good! It was porno! Super. You need to act decisively. It's Kuno. Use Kuno words. Wenn du ihn anerkennen willst, musst du ihn entschlossen agieren. Das ist Kuno, benutze Kuno-Wörter. Nur Vollidiot. Glückwunsch, Kuno, du hast dich gerade bewiesen, dass du erfolgt. Ja, Kinder, ja, du nix zustimmt. Aber meint ihr nicht eher Wüstenkippte? Schade, hätte ich gern gesehen. Ist ja ein Wüstenkippke? Nur Vollidiot. Du hast dich gerade bewiesen, dass du ein Vollidiot bist. Ja, Kinder, ja. Weiß ich, das klingt halt irgendwie aus so, hello, fellow kids. Ja, aber das ist das, Vollidioten. Stop choking, Kuno! The faggot has got you in a chokehold! Kuno's not fucking choking! Er wischt dich dramatisch über die Stirn, als würde er einen Schweiß ausbrechen. Da habe ich dich für zum Schwitzen gebracht. Wer so reaktionäre Scheiße von sich gibt, hat nichts anderes verdient. Schon gut, regt die ab. Kuno's back to full power now. He doesn't give a shit about kids and retards. Let's talk normal shit. Reden wir über normalen Scheiß. Fuck did you want anyway? You got your fuck back down? Wisst ihr das Ganze? Yes. Kuno wants a normal conversation. Ask normal shit, please. Er möchte mich über normale Sachen. Willst du denn schuppen? The fuck do you good call? Kuno. Ich will ihm halt nicht die Drogen geben, ne? Na gut, dann die Leiche. Was können wir jetzt daran sehen? The corpse lies on the ground among the remains of an absolutely demolished pinewood branch. Ich wollte mich nochmal umziehen. Gently laid on one side. Ich vermute zwischen den Überresten des völlig zerstörten Kiefernast. Sie ist sanft von einer Seite liegend gekommen. Das ist schön. Also sie ist einfach runtergefallen. Ein herrlicher Anblick. Du bestehst den... Naja, runter ist runter. Du feierst auf zurückhaltende Art und Weise. Mr. Measurehead has done a good job. Nothing is too broken or compromised. The victim is ready for a field autopsy. Eine Leichenbeschau vor Ort? Das ist ja auch schön, dass Herr Schädelmesser hat gute Arbeit geleistet. Na toll. Yes. 1. Investigation of the scene. 2. Initial examination of the victim. 3. Field autopsy. 4. Transportation of the body to the morgue. We are on number 3. Naja, also ein 4-Punkte-Plan sieht bei Punkt 3 halt vor, dass man die Leiche untersucht. The RCM's 4-phase murder scene processing manual. Schön, dass es eine Dienstvorschrift ist. Danke, liebe Enzyklopädie. The fuck are they on about? Oh, Kuno kommt wieder. Cop's gonna cut his shit up! Ich glaube nicht, dass wir irgendwelche Sachen draußen aufschneiden. Haben wir vielleicht jemanden anders dafür? Einen Arzt? No, you and I are detectives. The honorary rank of detective signifies our ability to handle the entire incident chain. From autopsy to cleanup to social work. Everything. Detective ist ein Ehrenrang? Ah, schön, dass es doch direkt als Frage dasteht. Also dieses Spiel ist wunderbar da drin, meine erste Reaktion als Frage zu antizipieren. Moment mal, Detective ist ein Ehrenrang? An honor and a burden attached to your rank once you've proven yourself able. Usually after 5 to 8 years of field work. Mine is Lieutenant Detective. Lieutenant Detective, was bin ich denn? Ich fühle mich wie ein Detective. You are. Your station would not have assigned you on this case if you weren't. Now... Schön, dass er mir immer wieder sagen muss, dass ich einer bin. The lieutenant adjusts his glasses and takes a deep breath. Im Traum mit ihm gesprochen. Verrat mir, wer du bist, Toter. I'm gone. Ich bin nicht mehr da. Wo bist du hin? Into the wild pale yonder. Die Witness des fernen Graus. Aha, das Grau. In the past. Way out in the west. Vergangenheit weit im Westen ins Grau. Aber wer bist du? I'm a joke. Look at me. Das bist du jetzt, aber wer warst du, als du noch gelebt A hast? killer. A motherfucker. And a killer. Ich habe noch andere Fragen an dich. Go ahead, Cobbo. Was ist denn jetzt los? What do you mean? Ich rede mit dir. It's the power of your
Auf seinen Lippen bildet sich schwarzer Schaum. Imagination. Mach schon Polizei, Otto, schön. Go ahead. Ask me more questions. Die Leiche You sagte, dass ich mehr fucking fragen. love questions. Die Leiche hält mir vor, dass ich fragen liebe. Na super, warum bin ich so fanat und fragen? Because you're a copperoonie. Look at all of them go. Do you want more questions? Was? Capitano? Capitano Polente. Ah, dieses Sprachgemisch muss die Entwickler doch auch viel Mühe gekostet haben, oder? Ja, mehr Fragen! Gib mir lächerlich viele Fragen. Coming right up, copperoonie, Rooney. Ist mein Name Polente? Fuck no. You're no Rooney. Ich komme jetzt schon vor wie eine Polente. Zumindest wie eine lahme Ente. No, you don't. Between you and me, your name is probably Harry. Das wussten wir schon. Warum habe ich das Gefühl, etwas vergessen zu haben? Because you have. Ich habe das fertig umgebracht. Love did me in, Provocopo. It was love all along. Bruder Polipo? Das war von Anfang an die Liebe? Kannst du mich mal was fragen? Sure, Lobo. I can ask you a question. Why are you doing this? Warum mache ich das ja? Das ist auch eine sehr gute Frage. Looking at my face, motionless. Looking into my eyes. Standing here. Why are you investigating my murder? Warum schaue ich mir den Mord an? Ich habe sonst nichts zu tun. Dieser Fall ist alles, was ich habe. Weil er mir das gesagt hat. Der Ding deutest du auf Kind. Vielleicht führt es zu etwas. Etwas Unbeschreibliches, Unvorgesehenes. Wundersam. The clown lips on the corpse appear to smile. Oh, jetzt kommt wieder Dings hier. Something is on its way. Something hidden. It's coming. A miracle from the northwest. And it's almost here. You can feel it in the air. On Oh, es war your Schauder hands. tatsächlich. The cold spring air smoothing them over. Etwas kommt. Ich hasse dich, du stinkst und bist langweilig. Do I remind you of someone? Hey. A child born with Muller's disease, harlequinism, grown up miraculously. Danke, liebe Enzyklopädie. Das ist sehr komisches Wissen. Ah, ein Tiefseegeschöpf. Ein Baby, das an Harlequinismus leidet. You sure got out of that one? Coppolini. Polipolino. Es reicht. Come back later, Corpo. Amuse yourself with my frank manners and my memento mori features. If possible, also, see me in your dreams. Wir sehen uns in deinen Träumen. Memento Mori-Gesicht vor allen Dingen, ne? Das heißt ja, was genau ist eine Leichenschau vor Ort? Come on, officer. You know what a field autopsy is. You've done 100 of them. Er zieht ein paar Latexhandschuhe an. Ah ja, er kennt sich mit Feldautopsien an. Wer weiß, ob ich diese Art von Boot überhaupt What bin. you do know is, at 18.9 kilometers, the dormant shield volcano, Corpus Muindi, is the world's highest summit, and the failure of the 38 single, Epui Descent, to crack the top 20 was the death knell of disco. But what a field autopsy is, you have no idea. Okay, also die Enzyklopädie ist immer wieder sehr unpraktisch, wenn es um tatsächliches Wissen geht, nicht wahr? Warum weißt du das denn nicht? Bist du eigentlich so irgendwas Nutzer? You must have me confused with the Copperpedia. Wer ist denn die Bullen-Enzyklopädie? Mit der muss ich reden. Ach verdammt, jetzt habe ich gerade meinen Gedanken verschwendet. You, sir, you are the Copperpedia. Verdammt, ich habe auch keine Handschuhe. Unfortunately, no. Okay, dann trage ich es wie ein Mann. Wir müssen auf Handschuhjagd gehen, dann trage ich es wie ein Mann. And hygienically, Genau. I suggest I handle the physical part of the autopsy and you take notes. Wir führen einfach das hier auf. Du zeigst ihm das rosa Formular für die Leichenschau vor Ort in diesem Fallbuch. That's right. Und nix. Yeah, we got this. We're smart. Wir sind clever. Ja, danke, liebe Logik. Du öffnest dein Fallbuch und schlägst die Seite mit Formularen für die Leichenschau auf. The dead man stares in silence as you crack open the ledger. The bright red paper is covered in boxes and lists, describing the condition of his skin and organs in 3 parts. Also sollen seine Teile beschreiben. Above those, an 11-field info form needs filling out first. It begins with, Du beginnst mit assistierender Detective. That's you. Du schreibst die Initialen the HDB. corpse is indifferent to your scribblings, just lies there. The next box says,
Rechtsmedizinische Berichtsnummer? KK57-0803.0815. Warum kann er diesen Unsinn auswendig? Oder ist das Datum? KK equals Kim Kitsuragi. 57 equals Precinct 57, followed by his date 0803 and time of arrival 0815 on the scene. He's indexed the case after himself, not you. Gut, dass eine Logik das rauskriegt. Das ist aber eigentlich fair. That's because he doesn't want to bring up the messy question of your initials. Du notierst es. Next. Name. NA. Next. Geburtsdatum. Unbekannt. Alter. Roughly 50. Was? So alt? Ist ja ungefähr 50? Try 40. The damage is so extensive, it's better to err on the young side. Er hat so viel Schaden genommen, dass man die besser als Junge. Ich schreibe He KF42. nods. Mondial. Mondialisch. Kenne ich die schon? Nee, kenne ich noch nicht. Mann, wie viele Ethnien gibt's denn in dieser Welt? Fair to olive-skinned, from the Isola of Mwindi. This is as vague as it gets. You might as well say whitish. Okay, gut, das ist, Isola Mundi ist ja die Insel der Welt. Ist das die größte? Ich hätte mir noch viel mehr Notizen über die Welt machen müssen, um das hier besser einordnen zu können. Du notierst The das. pudgy mess of curdled meat looks neither mondial nor anything other. Aber das ist wahrscheinlich auch wichtig für dieses Spiel, oder? Dass du halt nie weißt, wo du genau bist, dass du diesen Verwirrtheit auch hast. Wenn ich hier die ganze Zeit immer meine Enzyklopädie hätte und hier nicht irgendwie nur meine 2 Zettel, dann wäre es auch wesentlich verwirrender. Geschlecht? Fucky, fucky! Ficky Ficky, brüllt das kleine Monster überschwänglich. Male. Pigs can have sex! Du schreibst Ficky Ficky. Du schreibst Bumsen, Bullen, Bumsen. Du schreibst Men. Nor does he look male, with his pregnant belly and indistinguishable face. Todesdatum? Vor 8 We're Tagen. still going with March 4th. Du 51. schreibst nur 4053. What else? 9. Body identified by is non-applicable. 10. Case number is the same as the coroner's case. Ja, Leiche identifiziert von ist halt schwierig gerade. Ne? KK 57 0503 0815 listens motionless, with the cargo belt still around his neck. Only one box remains. Hinweise auf Manipulation. Naja, er hat Steine abgekriegt. None. At least not after the initial examination. Was nicht nach der ersten Untersuchung? Naja, gut, bis jetzt. Ich bin mir noch nicht so sicher. Von den Fußspuren sieht es aus, als sei er hierher getragen worden. They'd have to have incapacitated and carried him over. This man was more than a match for untrained dogwalkers. Er legt seine Hand auf die Brust des Toten, als bereite sich aber auf etwas vor. Your central nervous system recognizes this gesture. It's the stations of the breath. Ecclesiastic, religious in nature, a holdout from pre-Delorian burial rites. It takes him 2 seconds to perform. Then... Ein fodoleresianisches... Junge. Bestattungsritual. Benötigt 2 Sekunden des Rituals vollziehen, dann... Somewhere in Jamrock North, a small wood shed behind Rosencrantz Row, Lieutenant Nick Feuerbat puts his hand to the chest of a small corpse, no larger than a monkey. It's raining outside, light drizzle. There is darkness in the shed. Nick Feuerbach legt seine Hände auf eine kleine Brust, nicht größer als ein Affe, also wahrscheinlich ein Kind. Elsewhere yet, an obese female sits in a wicker chair, her silhouette bull-like against the window. Outside, Grand Coudon. The day is turning dim for Sergeant Mac Dawson. Hand extended, he approaches, to make sure she is dead more than anything else. Ach so, wir gehen gerade unsere verschiedensten Tode durch, die wir irgendwie mit angelebt haben, wie Leute das gemacht The haben. building is tall, 7 stories wind-wrapped in solitude. Most of the apartments are unoccupied. This was a suicide. The other, an accident. Die kleine The Leiche war ein small one. Unfall. And so, all across Jamrock, Coal City, GRIH, 42 deceased persons found today. 42 stations of breath.
Weil am einen Tag sind 42 Leute verstorben. 42 Stationen des Atems? We should start the postmortem. Du blätterst vor. The corpse cannot feel Kim's hand on his chest. It no longer meaningfully interacts with its surroundings. A thicket of boxes and lists on red copy paper tries to answer why. Decke ich das Kästen und Listen auf rosa die Schlagbücher zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Dass die Leiche nicht mehr vernünftig mit der Umgebung. Ziehen wir was toter? Naja, fangen wir von oben nach unten an. Da kommt bestimmt wieder gleich Unterbewusster, dass ich zu sehr bei The Book bin, aber was soll's. Äußere Untersuchung. Clothes. The deceased wears armored boots and white briefs. The make of the briefs is Babrodin, I think. Let's see. Ich glaube, das ist der Hersteller der Unterwäsche Babrodin ist. Der dreht das Etikett um und... See, it's happening. Babrodin, yes. Inexpensive. Size M. Color white. Inexpensive. The disappointment is palpable. The red-haired thing was expecting something more lurid. Das Rosa habe ich etwas mehr erwartet. Du notierst The es. boots are ceramic. Vitreous enamel. They are fused to his skin from blood flowing downward post-mortem. Removal of the boots is left for processing. Ja, die Schuhe sind bombenfest, das wussten wir The schon. boot has a serial number. It's E50.100.100. The lines between the plates are in the shape of the alphanumerical. The number is purposefully concealed by the design. Ist aber für eine Seriennummer nur 4 Nullen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Tattoos. Er steht auf, ein Fuß links, ein Fuß rechts von der The Leiche. upper torso is covered in a single, continuous tattoo resembling a microelectronical circuit board. It reaches from the right shoulder to the heart. The ink is blue and white. Wie auch immer, man weiße Tinte sieht auf weißer Haut. The assistant has a color photograph of the markings, to be added to the case files as document A1. The photo is taken on the scene, using a triggered mini. Dass das mit der Triggered Mini aufgenommen wurde, ist bestimmt eine unnötige Information, die nur er hinzufügt. Du notierst The das. deceased has a belt for airlifting cargo around his neck, tied with a hangman's knot. Color yellow. Length 3 meters. There is a buckle on the other end. Es befindet sich noch eine Stalle, ein Ding. 3 Meter. Nur 3 Meter lang der Spanngurt. Das ist aber ziemlich kurz, oder? Well nourished, athletically built, measuring 1.8 meters. Generally consistent with age 42. Preservation is good. Ambient temperature below freezing. Weil es ein Gefrierpunkt ist, ist die Leiche gut erhalten. Du notierst. Body hair is light brown. Distribution is consistent with the age. The deceased had male pattern baldness. Hair is combed back, short. Ja, die gute alte Male Pattern Boldness. Ja, du bürstest das Haar der Leiche, bevor du fortfährst. His hair feels wet, soaked with rain, cold to touch. Not that different from a living person after a swim. Du streichst ihm durchs Haar sanft, du streichst ihm durchs Haar. The stench is suffocating. Strands of dark brown hair start sticking to your hand, like thread off a ragdoll's head. Ich weiß nicht, warum ich das mache. There's brilliantine in there. He's combed his hair back with oil. Du notierst es noch, wie es aussah, die Brillantine. Lividity is consistent with hanging. The head is congested. Contusions are present on the head, chest and thighs. Consistent with stones thrown post-mortem. Low velocity. Die Low Velocity Steine, ist doch eigentlich auch eine Beleidigung für Kuno, oder? Fucking low velocity. You think Kuno doesn't know what you're talking about? Velocity was fucking max. Fucking Mox. Talking shit about Kuno's velocity. In addition, there are bite marks on the face, scalp and chest. Consistent with predation. Du notierst es, vermerkst allerdings hohe Geschwindigkeit. Du notierst. Ligature mark. Strangulationsmarkierung. Der Lieutenant zieht ein kleines Klappmesser vor. Während er mit der anderen Hand am Gurt zieht, setzt er die Klinge an, um Polyester zu durchtrennen. Der Gestank ist entsetzlich. Nach einer Weile ist klar, dass sich das Material nicht schneiden lässt. The steel wiring. There's too much of it. We need to remove the belt so we can get to the ligature mark. Die Steine sind einfach zu viel, aber ich habe doch eine Dinges bei. You've got just the right tool for that. The chain cutters. Aber sicher, ich bin vorbereitet. Du streichst den Bolzenschneider. Gut, dass wir diesen Bolzenschneider haben. Ich bin vorbereitet. Du streichst den The Bolzenschneider. hanged man lets out a joyous little bubble of rot. Ich weiß nicht, warum ich den Bolzenschneider vorher streichen konnte. Always good to think ahead. Now,
Er zeigt uns den Gurt, der den Hals des Toten zusammendrückt. We need to cut the belt to see the ligature mark below. Carefully, with as much precision as you can. Oh, ob ich dafür die richtigen Klamotten anhab? See, my pig is gonna fuck his head off. No, he ain't. Your pig's a boring fuck. Dein Bulle ist ein langweiliger Wichser. Körperapparat Mittel. Ja, ich bin Kunos Bulle, das sehe ich nicht aus. Ich bin nicht dein Bulle. Du hättest nach einer guten Stelle zum Schneiden Ausschau. The belt is equally tight around the whole circumference of his neck, swelling over the edges like white bread, rising from the east. Die Haut quillt über die Ränder wie Weißbrot, das sich aus der Hefe hebt. Junge! The knot is the weak spot. The chain cutters fit in there. Steady now. Like a flower arranger. 2 cuts and it should come loose. Haha, +3. Mechanik hat Anweisungen gegeben. Ich hoffe, es klappt jetzt trotzdem. After some deliberation, you sink the cutters into the knot tying the belt together. You squeeze the rubber handles together. Sweat forming on your brow. Also ich hätte auch nicht gerechnet, dass ich irgendeine Körperapparatprobe gehabt hätte. Ich hätte auf jeden Fall die falschen Klamotten angehabt. Drückst so fest du kannst. Snap. The knot is slashed. Another cut and the belt falls apart like a flower bouquet, revealing the dead man's neck and the dark red ligature mark around it. Die Strangulationsmark. Ja, das hat zumindest geklappt. The rope rises to a point, leaving a gap in the ligature mark. The suspension point is in the back of the neck. Hm. Der Aufhängepunkt befindet sich in der Mitte des Nackens. Der Lieutenant hat sich näher zur Leiche gekniet. Mit den Fingern fährt er einer tiefroten Rille entlang, bis er zu einer Unterbrechung gelangt. Hemorrhaging is observed on the skin, above and below the ligature mark. The mark is well pronounced, consistent with a drop from 1 or 1.5 meters. Das passt von der Höhe her? Aber dann wurde er nicht hochgezogen, sondern sie haben ihn erst hochgeschleppt und dann fallen lassen? Chest is intact. Normal contour. Abdomen is protuberant. Pelvis intact. Genitalia... Er zieht die Unterhose des Mannes herunter. No! Let's get up and see! I fucking knew it! This is clearly what they've been waiting for, ever since the autopsy began. The lieutenant is trying to make it as boring as possible. Genitalia is male and unremarkable. No evidence of injury. Du untersuchst die Genitalien. Nee, ich notiere das und hake das ab. Back is symmetrical and intact. Upper and lower extremities are intact, but asymmetrical. There are combat injuries on the right hand, thigh and hip. Er hat Kriegsverletzungen in der Hand, Oberschenkel und Hüfte. Aber gut, dass er sofort weiß, dass es Kriegsverletzungen sind. In addition, I see smaller, residual scars, too numerous to count, covering about 30% of his skin. 30% seiner Haut ist voller Narben? From wounds sustained over 2, maybe more decades. Dispersal and accumulation indicates long and active combat duty. Das sind eine Menge Narben. In der Tat sind sie das, nicht wahr? Mm-hmm. We have a real museum here. Of battles, wars. Du notierst. Last Das item. Museum. Hands. Er nimmt die rechte Hand des Mannes in seine und untersucht sie. Dann inspiziert er die andere Hand. Du nimmst die Hand hoch. The hand is surprisingly heavy to lift, filled with decay liquids. Feels as though it could explode if squeezed harder. You're suddenly repulsed, so much so you feel compelled to drop it. Ah, ich bin angewidert. Hands are clean. No sign of injury from struggling. Keine Abwehrverletzung. Haben wir welche erwartet? I was. Maybe I'm just not seeing them. Honestly, this stench is making it hard for me to think at the moment. Er hat, also Kitsuragi hat auch Probleme. Immerhin etwas, ne? Du notierst es. Ooh. That's all for the external. Well done. What next? Er dreht sich weg, um durchzuatmen, aber es reicht nicht. Er vergräbt sein Gesicht im Ärmel seiner Jacke. Du hörst eine gedämpfte Stimme. Naja, gut, das lief ja großartig, nicht wahr? Das ist aber irgendwie schützen, dass Kitsuragi auch Probleme hat bei der ganzen Operation, nicht wahr?